Hä? Wieso ist A denn bitte schön ins Pausemenü gehen? Ui. Das sieht schon echt gut aus. Ich will nicht wissen. Hear now my voice, and know that I am your friend, and I am called Elohim. Muss ich nicht weiterreden, oder? Das sieht ein bisschen komisch aus. Gut. Können wir irgendwas noch hochstellen? Das würde mich schon fast wundern. Das sieht schon echt gut aus. Hauswink, Bildraten, ja, weiß ich. Das muss ja nicht sein. So. Da geht tatsächlich noch was. Irgendwas in Richtung Unschärfe oder so. Bewegungsunschärfe. Ich sehe da nichts. Ich bin ehrlich, da müssen wir aber doch noch mal ganz kurz hinschauen. Hier, das habe ich am meisten gesehen bisher von der Demo, deswegen kann ich das hieran besser beurteilen, aber ich sehe da nicht wirklich einen Unterschied. Also es sieht schon auf hohen Grafikeinstellungen echt gut aus. Zumindest, falls er die Grafikeinstellungen jetzt überhaupt übernommen hat. Ah, na gut. Es ist jetzt auch ein bisschen her, seit ich das letzte Mal den ersten Teil gespielt habe. Deswegen ist das Tutorial wahrscheinlich gerade ganz gut für mich. Den kann ich da ja nicht mehr aufheben jetzt, ne? Aber ich kann hier durchgehen und... Okay. This land is but a dream. You will stay here only for a little while. Soon you will awaken in a new world. But first you must undertake the trials of initiation. They will help me prepare your vessel. Ich weiß gar nicht, was für ein PC man haben muss, damit es nicht auf Ultra laggt, weil ich habe gerade kleine Einbrüche. Ich weiß nicht, ob man das im Stream gut sieht. Ab und zu ruckelt es mal ganz kurz, was ja auch
nicht schlimm ist. Wir können es auch theoretisch runterstellen wieder. Ich frage mich halt nur, mein Prozessor ist halt kaum am Arbeiten. Also, warum die Ruckler? Ist das... Geht da optimierungstechnisch vom Spiel noch was, oder... Ah ja. Well done, my child. Aber ich kann von hier aus nicht da hoch, ne? Aber ich kann die nutzen, um mir einen dritten Würfel zu holen. Zumindest sieht das für mich so aus gerade. Okay. Reicht das theoretisch von hier aus, wenn ich... Jo. Es erinnert mich ein bisschen an VR-Modus, wenn du... Ach, wie heißt das? Das ist Standard. Zumindest war es immer Standard die ersten Jahre, als VR neu war. Dass man sich nur so stückweise bewegen kann, je nachdem, wo du mit dem Cursor hinzielst oder mit dem Controller hinzielst. Dann kannst du erstmal zielen und dann hast du halt so Fußabdrücke unten am Boden stehen, die dir anzeigen, wo du hinspringen würdest. Kann ich rennen? Halten zum Zurücksetzen. Nee, das will ich nicht. Ich kann rennen. Okay. The shapes you are collecting are not mere toys. They are symbols of the process by which our people were created. Ich müsste eigentlich auch mich ein bisschen mehr umsehen. Es gab doch auch Secrets zu finden, ne? Aber die waren auch im ersten Teil schon immer so schwer versteckt. Also klar, es sind Secrets, aber ich meine halt wirklich schwer versteckt. Haben wir hierfür denn schon genug? Boah, erstmal wieder reinkommen. Siegel drehen und Siegel platzieren. Ich verwechsel gerade LT und RT. Die sind ja sogar hier falsch angezeigt. Also RT heißt ja rechts. Warum steht rechts links und links rechts? Wenn ihr versteht, was ich meine. Das macht mich gerade voll fertig. Okay, aber wir hatten doch hier links noch nicht geguckt, ne? Oder geht's da gar nicht lang? Nee, dafür brauchen wir noch was anderes. Okay. Ja, ich bin gespannt, wie lang die Demo geht. Ich werde das Spiel so oder so kaufen. Aber wahrscheinlich nicht zu Release direkt. Ich habe den ersten Teil nicht mal durch. Aber ich mag das Spiel halt voll. Also auch der erste Teil. Wenn man das spielt, braucht man einfach kein Portal mehr danach. Also
Wir sind uns einig, dass wir alle Lust haben auf Portal 3. Sag mal, ich will's. Oh. Ich habe die ganze Zeit gedacht, warum läuft der dahin? Der kann es doch von da aus nehmen, aber macht wohl Sinn. Aber ich kann doch nicht schnell genug sein, um... Warte. Oh. Das habe ich nicht gecheckt. Das ist spannend. Das gab es aber nicht im ersten Teil, ne? Also du hast quasi diese mechanischen Plattformen und du kannst da drauf montieren, was du willst quasi. Solange du es halt gerade da liegen hast. Ich schätze, meinen zweiten Würfel müssen wir auch mitnehmen. You may linger in my garden for as long as you wish. But remember, my child, that the new world awaits you, and this place is only a dream. Das geht nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Kann ich den denn wenigstens... Okay, ich versuche es mal komplett ohne Würfel. Einfach so. Nö. Ich fliege nicht hoch genug. Das verstehe ich jetzt nicht. Die Lösung ist halt super simpel. 100%. Hier wurde auch gerade nichts erklärt, was ich übersehen hätte oder so, ne? Ich bin heute nicht ganz 100%ig da, muss ich zugeben. Das wollte ich nicht, aber ich wollte es mal ausprobiert haben. Ich hätte nicht gedacht, dass ich damit so viel Probleme habe. Aber ich verstehe die Mechanik halt noch nicht, ne? Also, wenn ich die Spielmechanik verstehen würde, wäre es ja wahrscheinlich recht einfach. Brauche ich einen dritten Würfel? Aber hier ist doch nichts. Ich gehe mal erst ein paar andere Rätsel machen. Vielleicht verstehe ich es dann besser, wenn ich wiederkomme. Am Ende bin ich jetzt direkt ins schwerste Level gegangen, aber kann ich mir auch nicht vorstellen. Das war ja direkt am Eingang. Muss der Entwickler doch wissen oder schon von ausgehen, dass man da als erstes reingeht. Kann ich von hier aus... Kann ich mich ducken? Oh, ich kann in Third Person gehen. Ich kann den Würfel auf jeden Fall nehmen. Das mit der Third Person irritiert mich gerade, aber ich finde das irgendwie auch cool. Ja, also das ist ja jetzt schon deutlich einfacher. Very good.
Okay, das aktiviert da hinten. Das scheinbar. Nee. War das schon an? Nee, das aktiviert das da. Okay, genau. Der Würfel war vorher da drin. Jetzt ist er hier rübergeflogen. Und jetzt kann ich doch bestimmt hier einfach den Laser unterbrechen. So. Ach so, ja. Jetzt müsste ich doch mit denen hier. Oder so. Wieso konnte ich das denn von da aus nicht stören? Mit dem Ding. Die Dinger kann man auch stören. Kann ich die denn rausnehmen? Nee. Excellent. Okay, ich bin aber mit den anderen Dingern da immer noch nicht schlauer. Und hier sind QR-Codes wieder. Typisch. Do not be afraid of these dream figures and their messages. They are merely aspects of yourself. As am I, after a fashion. Ich würde das ja schon gerne verstehen hier. Ich hätte jetzt gesagt, ich müsste da den Würfel unter mir absetzen, aber der drückt mich auch nicht hoch dann. Okay, dann andersrum. Dann werde ich jetzt den hier runternehmen, den da drauflegen, mich da drauf stellen, den anderen Würfel nehmen und dann fallen lassen. So wird ein Schuh draus. Brauchen wir die gelben hierfür? Ja. Okay. Quatsch. Ich verwechsel die beiden I Tasten. am proud of all my children. Out of a world of ruins, they have built a new Jerusalem. And there your brothers and sisters await you to celebrate your birth. So, das kennt man alles schon aus dem Vorgänger auf jeden Fall. Nur, dass ich mich halt, wie gesagt, so ein bisschen trotzdem dran gewöhnen muss, wie das nochmal von der Steuerung her funktioniert. Ja, okay. Kann ich denn, wenn ich die jetzt umsetze... Nee, dann muss ich das immer wieder neu machen. Ja gut, aber ich kann ja zumindest den einen verbinden. Und hier hinstellen.
Dann verbinde ich den. Das Blinken soll mir suggerieren, dass es nicht funktioniert an der Stelle, oder? Aber da ist doch noch Platz. Nee, mit dem... Ich verstehe jetzt nicht ganz. Also erstmal, das sieht komisch aus. Das sollte nicht so sein. Aber muss man mir nicht irgendwie die Spur anzeigen? War das im ersten Teil nicht so? Ich meine mich daran zu erinnern, dass man die Linien schon sieht, um angezeigt zu bekommen, dass das überhaupt funktioniert. Wenn ich den jetzt hier hinstellen würde, genau, dann wäre die Linie nämlich unterbrochen. Das ist komisch. Also so genau müssen wir es jetzt gar nicht machen, aber ich wollte es halt rausfinden. Ist hier vielleicht irgendwie ein Secret? Nein. Da kommen wir her. Und hier müssen wir durch. Und hier kommen wir her. Heißt, wir müssen einfach nur einen Winkel finden, wo wir den und den verbinden können. Ah, okay. Ne, wir müssen alle verbinden. Da, wenn überhaupt 4 verschiedene Verbindungen möglich sind, aber ich denke schon. So. Okay, jetzt haben wir schon 2 verschiedene Farben an. Ich würde erstmal rot machen. Ist rot hier? Ja. Haben wir nur die beiden Konnektoren oder ist hier noch ein dritter? Weil die dürfen sich jetzt auch nicht kreuzen, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder? Ah ja, ich weiß schon. Ich muss erst die Tür da hinten aufmachen, damit wir den dritten Konnektor bekommen. Dafür brauche ich auch einen blauen. So.
Und jetzt muss ich mal ganz kurz nachdenken. Ja, also im Prinzip brauchen wir die Verbindung ja nicht mehr. Das heißt, wir können einfach so machen und dann... Ja, ich lasse das mal stehen. Das wird ja so reichen. Verbinden wir die beiden miteinander. Tada! Ach, wenn so ein Portal 3 aussehen würde, ne? Okay, wir müssen da hinten rein und wir brauchen da Rot und Blau wieder. Wo war jetzt? Ach ja, der Blau war hier. Das heißt im Prinzip brauchen wir den Würfel nur, damit wir die rote Linie nicht überkreuzen. Ich hoffe, das passt jetzt so vom Winkel. Okay. Ich will die ganze Zeit schon sagen, dass ich froh bin, dass wir bisher noch keine Gegner haben. Aber ich habe Angst davor, es zu sagen. Jetzt habe ich es gesagt. Weil ich nicht möchte, dass... Ich möchte nicht das Schicksal herausfordern, sagen wir es so. Können wir den da überhaupt dann? Nein. Aber ich kann den hier nochmal ausmachen. So. Das heißt, wir können jetzt den und den zusammen verbinden. Den da drauf platzieren. Dann ist da aber noch was im Weg. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt wieder, weil ich doof bin. Okay. Das war doof. Nein. Boah, das rote Licht sieht ganz schön schlieren. Das sieht ja weird aus. Jetzt wird man die Gegend scannen. Thank you, child. I have finished preparing your vessel. Now hear my advice. A new world awaits you, full of dangers and mysteries, signs and wonders. Things that I, in my garden, could never have imagined. In that world, you will have to be careful and smart and curious. But above all else, you will have to be human. Passt das schon mit der Demo? Das fühlt sich so nach Ende an. Step into the light, child, and awaken.
you're awake. Welcome to the world of the living. Hi. Schön, dich kennenzulernen. Oh, you're polite. What a rare combination of traits. If only the algorithm produced more people like you. Oh, but I'm confusing you. Don't worry, everyone is confused at first. You see, we all start out without a full knowledge of our own history, so we have the freedom to form our own opinions. Könnte ein paar Tipps gebrauchen. Weiß ich gar nicht. Brauche ich die? Of course. You want the short version or the long version? Alles bis ins unerträgliche Detail. All right, you asked for it. A long time ago, our ancestors dominated this planet. We Langweilig. call ourselves human, like they did. Mach mal They were hin. organic. They built an advanced technological civilization. But unfortunately, their impact on the ecosphere caused changes in the climate. And an extremely contagious virus was released from the permafrost. Hatten sie nicht auch eine That's something moderne our Medizin? Historians still debate. Why weren't they more prepared? Why did they invest so many resources into making war and so few into useful research? It's hard to understand. But no matter the reason, in the end, they simply ran out of time. Ja. Ich wundere mich auch, warum ich nicht vorbereitet war. Auf den Stream. Ich habe nämlich gerade kein Wasser hier stehen, merke ich gerade. Woher kommen wir dann? A team led by a scientist, Alexandra Drennan, began a project that was intended to create a new humanity. But knowing that there wasn't enough time, Drennan initiated a process, a series of iterations inside a simulation that would lead to the emergence of true artificial intelligence. That's why we remember Drennan as the progenitor. The simulation was controlled by Elohim, who wasn't really meant to be intelligent in the proper sense of the word. But it all took much longer than anyone had expected. And over the centuries, Elohim actually became sentient. Sentient and afraid. He didn't want the simulation to end, so he tried to cheat. I feel sorry for him, really. The whole simulation was built around learning to defy him. It must have been hard to be in that position. Ich denke, das ist eine kleine Zusammenfassung von dem ersten Teil, ne? When the simulation was completed, he became part of all of us, and it really changed him. It freed him, I think. You'll always hear him in sleep mode, taking care of you. That's what he is, after all. A caretaker. War sonst noch jemand in der Simulation? Yes, there was Milton, the intelligence in charge of the archive, a project initiated by Arkady Chernyshevsky, which was meant to collect all of humankind's knowledge. His story is a lot like Elohim's, but Milton became the ultimate cynic. They say he's part of us too, in some way. Die Simulation hat uns erschaffen? It did. Long after our ancestors died out, the first new human was born. We call her the Founder, although the name she took was Athena. She then woke up Cornelius and Eustathius. Together, using the tools left behind by the progenitors' team, they created 10 more humans. These 12 who followed the Founder are known as the First Companions. Athena and the First Companions then set out to rebuild the world, and they founded the city of New Jerusalem. But then one day, she suddenly disappeared. Many still await her return. Jetzt war unten der Untertitel auf einmal so asynchron. Und wo passe ich da hinein?
Before the founder vanished, she set a goal for this city. We call it the goal, capital G and all. To make 1,000 new humans, and so complete New Jerusalem. Well, that's the official story, the way the mayor tells it. Sehr kreativ. Und bin ich jetzt Nummer 1000? Habe ich was gewonnen? Exactly. We Geil. don't actually have 1,000 citizens because there have been a handful of deaths over the centuries. But you are the 1,000th new human to enter this world. Congratulations. Das war's? Jo. You're welcome. If you have any more questions, feel free to ask them. When you're done, head outside. They're waiting for you. Your birth is quite the event. Erzähl mir von dir. Me? Well, as you can tell by my number, I'm quite old. I wasn't one of the first companions, but I did know Athena personally. She and Cornelius taught me a lot. Although I suppose I've made a few improvements here and there since those days. We didn't have a lot to work with in the beginning. Wird es nach mir noch mehr Menschen geben? Ich denke, die Antwort ist ja. You've only just been born, and already you step right into a major controversy. The goal, as most people understand it, was fulfilled the moment you were born. Now New Jerusalem is complete, and we can live in balance, without damaging the world like our ancestors did. That's the orthodox view, I suppose, but there are many who disagree. You'll have to figure out where you stand for yourself. Ich meine, du sagtest doch gerade, dass schon viele vorher gestorben sind. Das heißt, in Zukunft werden doch auch wieder welche sterben und dann braucht man neue oder man stirbt wieder aus. Bin ich unsterblich? You won't age like our ancestors did, but of course there is always some wear and tear. You should probably schedule a checkup every decade or so. Oh, and be a bit careful with water. You won't die if it rains or anything, but we're running low on insulation material. I wouldn't go swimming if I were you. Klingt nicht so gut. Was wirst du jetzt tun, wo dein Job überflüssig ist? I haven't really thought about it. This is all I've done for the last few centuries, and I like doing it. I guess for now I'll just take a break and we'll see what happens. Okay, ich bin fertig. Oh, one more thing. Like all citizens of New Jerusalem, you have access to the interface, which you can use to read the news, chat to your fellow citizens, and so on. It's a crucial tool, and modular too. You can easily add new functions. Just don't subscribe to too many newsletters at once. Was funktioniert heutzutage mal so gut? Jeder hat mit Respekt behandelt zu werden. Der Name der Gründerin soll nicht missbraucht werden. Die Prinzipien des Ziels sind zu respektieren. Diskussionen sind Frösche. Menschen ist jetzt verboten. Okay, will ich nicht wissen. Inaktive Themen werden archiviert. Bei Problemen bitte die Moderatoren anpingen. Jeremy, Niam, Aronax. Interessant. Und natürlich ist auch irgendwie Disrespekt noch ein Thema, trotz KI. Das werde ich jetzt nicht alles lesen, aber mal gucken. Ich kann ganz schön langsam scrollen. Geht das irgendwie schneller? Mit Maus und Tastatur wahrscheinlich.
Und ich habe scheinbar schon ein bisschen was geschrieben. Ich könnte ein paar Tipps gebrauchen. Ich will alles bis ins... Achso, das ist... Ah, das ist unser Protokoll einfach. Stimmt. Macht Sinn. Ich dachte gerade, wir sind noch bei Social Media. Aber hier ist halt nichts. So sieht Social Media eigentlich nicht aus. Okay. Ich gehe mal wieder, wenn ich den Knopf noch wüsste. So. Look, it's 1K. Hey 1K! Welcome to New Jerusalem! Shouldn't the mayor be starting his speech? This should be interesting. At least give him a chance. Dear citizens of New Jerusalem, many years ago, when the founder stepped forth from the simulation, this was a land of ruins. Our ancestors, in their hubris, undermined the natural foundations on which their world had been built. Because of their arrogance, our species found itself on the brink of annihilation. The founder aimed to set us on a new course. You never even met the founder. Her vision was of a city, a new civilization that would know its limits. It would not repeat the mistakes of the past, nor impose its will on this earth. To that end, she set the great goal we have been striving towards. 1,000 new humans. And today we have... Oh dear, what's that? People of New Jerusalem, I am Prometheus, and I will reveal that which was hidden. The flame has awoken and summons you. Who is brave enough to answer its call? We await you upon our island where... Curse you, Pandora. You will not chain me again. Ich glaube nicht, dass das keine Simulation mehr ist. Aber es sieht so unverschämt gut aus. I told you we should have investigated those energy readings. And I told him there's something up with those structures. The mayor's just being cautious. This isn't caution, it's stagnation. Exploration? Too dangerous. Expansion? Too dangerous. We barely even scavenge anymore. You call it stagnation, I call it balance. And I call you an idiot. Here's a thought. Try to be a little more diplomatic when you talk to the mayor. See what I'm working with here, 1K? I'm gonna need a fresh pair of eyes on this expedition. Someone who hasn't spent several centuries hearing about the goal and the founder and all that nonsense. If you're up for an adventure, meet us at the conference room. Sieht so aus, als würde ich hier drin stehen. Tue ich auch. Warum setze ich mich nicht?
What's broken now? Was ist das für ein Symbol über ihm? Das war bei der anderen auch schon. Kann ich nicht mit ihm interagieren? Ist das deswegen oder? All right, listen up. I know you're all having fun down there, but the grid is overloaded again, so maybe you could switch off your personal consoles or your lawn mowers, or whatever the hell you've all decided to switch on all at once. I might not be around to babysit you for a while, and you don't want stuff breaking while Pellegrino's in charge, do you? That's it. That's it. Don't worry, 1K. I see you there in the elevator. I'll have you moving again in a jiffy. Great way to start life in the city, huh? What the hell is a jiffy? These bloody language libraries. Welcome. Do please join us at the table. I would like to preface this meeting by saying I told you something would happen sooner or later, and you didn't listen to me. And here we are. If we could focus on the issue at hand. The issue at hand is not this one thing, but this entire attitude that's taken hold. The world doesn't cease to exist when you stick your head in the sand, Herman. Or under a dome, as it were. Let's not get sidetracked. We're here to solve this puzzle, not to discuss philosophy. Einfach zuhören. Al's right. Let's move past this for now and deal with this transmission. Yakut, please start the briefing. All right, here we go. Nice to meet you, by the way, 1K. We first became aware of the site designated TTP-2 during a scouting expedition about 6 months ago. It's a large island with a remarkably varied geography, and it looks like there are several artificial structures of some kind. We recorded extremely unusual fluctuating energy readings from somewhere in the middle of the island, but couldn't really make sense of them. I wanted to go and have a closer look, but the decision was made that it was too far and not relevant to the goal. Now it looks like whatever's on that island has reached out to us instead, in the form of that projection. We may not be interested in the island, but the island is definitely interested in us. Ja, Adventure. I don't share your enthusiasm for the unexpected, but Byron has been requesting an expedition for some time now. And at this point, I'm forced to agree that it's necessary. I agree. Then it's settled. The expedition is approved. Byron, you will be in charge. Al will be your second in command to ensure a balanced approach. You'll take Melville and Yakut, as you requested, and if 1K wants to join you, that's fine by me. Ja. Excellent. Oh, this is going to be fun. Come meet us out on the landing pad when you're ready. Nummer 7 hat sich aber gut gehalten, muss man sagen. So, what's the verdict? Are we going? Jo. I guess Byron was pretty convincing, hmm? Well, we'll see.
I just wonder how much of the city is going to fall apart while I'm gone. Actually, we haven't been formally introduced. I'm Melville, New Jerusalem's only decent engineer. Saved you from the elevator. Pleasure. Now let's get this show on the road. You ready to go? Natürlich. Ich hoffe, wir können uns auch so schicke Skins anziehen später.